In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man diesen Papagei macht. Dafür braucht ihr 88 rote Gummiringe, 32 gelbe, 31 blaue, 2 schwarze und 2 weiße. Als erstes machen wir den Schnabel. Dafür nehmen wir einen gelben Ring und wickeln ihn 4-mal um die Nadel. Dann nehmen wir 2 Ringe auf einmal und verdoppeln sie. Dann ziehen wir sie durch, die Ringe auf der Nadel. Das andere Ende bringen wir dann auch auf die Nadel. Wenn ihr den Schnabel länger machen wollt, dann könnt ihr einfach noch weitere Ringe verdoppeln und dann draufziehen, wie eben davor. Ich lasse es aber so, nehme einen roten Ring, ziehe die Ringe auf der Nadel drauf und lege es zur Seite, um es später dran zu machen. Jetzt werden wir die Füße machen. Wir werden dafür den unteren Teil vom Rahmen nehmen. Nehmen einen gelben Ring, verdoppeln ihn und auf den Rahmen setzen. Den nächsten wieder verdoppeln und drauflegen. Dann wickeln wir einen Ring 4-mal um unsere Nadel, einen weiteren Ring nehmen und ihn durch die Ringe auf der Nadel durchziehen. Das andere Ende auch auf die Nadel setzen. Das setzen wir jetzt alles auf den ersten Stift. Das machen wir nochmal, 4-mal um die Nadel wickeln, einen nächsten verdoppeln und dann durchziehen. Und das wieder auf den Stift setzen. Das machen wir insgesamt 3-mal, wieder einen 4-mal um die Nadel wickeln, einen nächsten verdoppeln und durchziehen. Jetzt wieder auf den Stift setzen. Für den anderen Fuß das gleiche, 2 Ringe verdoppeln und auf den Rahmen setzen. Dann einen Ring 4-mal um die Nadel wickeln, den nächsten Ring verdoppeln und alles durchziehen. Das eine Ende auch auf die Nadel und dann mit beiden Enden auf den ersten Stift setzen. Den nächsten wieder 4-mal herumwickeln. Den hier verdoppeln, alles durchziehen. Und auf den Stift. Und nochmal hier unser letztes. Jetzt gehen wir mit der Nadel in die Stifte rein und ziehen den unteren Ring über den Stift auf den nächsten. Dabei sehr vorsichtig sein, damit es nicht reißt. Wir nehmen dafür eine andere Nadel, damit der Druck etwas nachlässt. Und anschließend bei dem nächsten wieder die unteren Ringe über die Stifte auf den nächsten bringen. Hier das gleiche.
Jetzt nehmen wir 2 rote Gummiringe, bringen die dort um den letzten Ring. Nehmen alles vom Rahmen runter und setzt das dann erstmal so zur Seite. Das gleiche für die andere Seite, die 2 roten durchziehen und alles vom Rahmen nehmen und zur Seite legen. Jetzt werden wir die Augen machen. Dann nehmen wir einen schwarzen Ring und wickeln ihn 3-mal um die Nadel. Dann einen weißen Ring, den wir 2-mal auf jeder Seite herumwickeln. Das gleiche mit dem zweiten Auge, einen einzelnen schwarzen Ring 3-mal um die Nadel wickeln und dann einen weißen 2-mal auf jeder Seite wickeln. Dann werden wir die Augen auf einen roten Ring ziehen. Aufpassen, damit sie dabei in derselben Reihenfolge bleiben. Dann werden wir sie auch zur Seite legen für später, am besten auf eine Haltenadel. Jetzt machen wir den Schwanz, dafür setzen wir 2 einzelne Gummiringe diagonal und 2 Gummiringe weiter in der rechten Reihe und noch eins runter. Und das auch für die andere Seite. Dann in der Mitte auch die Reihe runter bedecken, bis wir 4 Stück draufgesetzt haben. Dann geht es in der rechten Reihe mit Blau weiter, 3-mal mit jeweils 2 einzelnen Gummiringen runtergehen. Und das auch für die linke Seite, 3-mal runter. Und in der Mitte geht es dann 4-mal runter. Wir werden hier den letzten Stift rechts verkuppeln, indem wir 3-mal um den Stift gehen, den Stift in der Mitte auch 3-mal verkuppeln und links auch 3-mal. Jetzt werden wir ein paar Ringe draufsetzen zum Halt. Den einen Ring verdoppeln wir und legen ihn so wie ein Dreieck auf den Rahmen. Den nächsten verdoppeln wir wieder und legen ihn genauso weiter. Dann einen blauen verdoppeln und draufsetzen. Jetzt noch 2 weitere drauf. So, jetzt werden wir anfangen, mit der Nadel in die Stifte zu gehen und die unteren 2 Ringe über die Stifte ziehen auf den nächsten Stift. So geht's dann weiter, immer die unteren 2 Ringe über die Stifte auf den nächsten ziehen. Jetzt sieht man das mit dem Blau nicht so gut, aber wenn ihr das macht, dann entstehen tränenartige Formen. Diese Tränen macht ihr auch in der mittigen Reihe weiter.
Und dann noch die linke Seite zu Ende machen. Jetzt brauchen wir noch 2 einzelne Gummiringe, die wir hier oben anhand der Nadel durchziehen. Ich werde dort die Nadel ersetzen mit einer Haltenadel. Dann kann ich mit der anderen alles vom Rahmen abnehmen. Das können wir dann zur Seite legen. Jetzt machen wir den ersten Flügel. Wir starten oben beim Rahmen und nehmen nur einzelne Gummiringe, den ersten diagonal, dann in der Mitte und links eins runter. Dann auf beiden Seiten mit Gelb runter. Dann mit Blau. Jetzt werden wir weiter mit 2 blauen auf einmal jeweils auf beide Seiten runtergehen. Und in der Mitte noch eins runter mit 2 blauen Ringen. Diese Seite wird mit dem Körper verbunden sein, also legen wir dort einen Ring, mit dem wir dann später vernetzen. Den verdoppeln wir und legen ihn hier in die Mitte auf den 4. Stift. Als nächstes setzen wir noch ein paar Halteringe, hier ein gelbes, verdoppeln und draufsetzen. Als nächstes einen blauen, verdoppeln und draufsetzen, dann wieder ein blaues. Jetzt werden wir den letzten Stift links verkuppeln, indem wir den Ring 3-mal herumwickeln. Den Ring in der Mitte verkuppeln wir wieder, indem wir 3-mal herumwickeln. Jetzt machen wir wieder Drehen, das heißt die unteren 2 Ringe über die Stifte ziehen und auf die nächsten Stifte setzen. Die mittlere Reihe ist fertig, jetzt noch die linke Reihe bis oben hin. Jetzt werden wir unseren Flügel auf eine Haltenadel setzen, das rote hier wird dann später zum Körper vernetzt. Und natürlich auch der rote Ring hier, den wir eben dafür draufgesetzt haben. Jetzt nehmen wir alles vom Rahmen ab und machen noch einen Flügel genauso wie eben. Jetzt kommt der zweite, erstmal kommen die roten Ringe, erstmal hier diagonal in der Mitte und rechts, dann geht's hier eins runter, dann hier auch eins runter, dann hier ein gelbes runter, hier auch ein gelbes runter, dann ein blaues runter und hier auch ein blaues runter. Jetzt kommen hier 2 einzelne blaue in der Mitte und nochmal 2 runter. Und hier rechts kommt nur einmal ein Set mit 2 Ringen runter. Jetzt setzen wir unseren roten Ring zum späteren Vernetzen drauf, den verdoppeln wir und auf den 4. Stift draufsetzen. Jetzt verkuppeln wir unten beide letzten Stifte jeweils, indem wir mit einem Ring 3-mal herumwickeln.
Jetzt kommen die Halteringe, erstmal gelb, verdoppeln und draufsetzen, dann einen blauen, verdoppeln und draufsetzen und noch einen blauen, verdoppeln und draufsetzen. Jetzt machen wir Drehen und fangen in der Mitte an, und dann die rechte Reihe hoch. Jetzt können wir alles vom Rahmen abnehmen und hier wieder auf eine Haltenadel setzen. Hier sind eure Flügel. Jetzt fangen wir an mit dem Körper. Erstmal nehmen wir 2 Gummiringe auf einmal und setze sie vom ersten mittigen diagonal zum rechten Stift. Und dort noch zweimal die Reihe runter und das auch für die andere Seite, immer 2 Gummiringe auf einmal draufsetzen. Jetzt geht's hier diagonal in die Mitte und daraus machen wir einen Kreis. Jetzt machen wir die mittige Reihe fertig und immer 2 Ringe auf einmal benutzen, keine einzelnen Ringe. Jetzt geht's weiter, 2 einzelne Gummiringe diagonal weiter, da geht's dann 3-mal runter. Das gleiche auch für die andere Seite, erstmal diagonal weiter und 3-mal runter. Jetzt können wir hier unsere Füße dran machen, den einen hier diagonal rüber und das gleiche auch für die andere Seite. Jetzt machen wir noch die mittige Reihe hier und bedecken sie mit jeweils 2 einzelnen Gummiringen. Jetzt setzen wir wieder Ringe zum Halt. Dafür nehmen wir 2 Ringe auf einmal, verdoppeln und setzen sie in einem Dreieck so auf den Rahmen. Dann nochmal Halteringe drauf. Wir werden jetzt alles etwas nach unten drücken, um Platz zu schaffen. Jetzt kommen die Flügel, die längere Seite vom Flügel kommt am Körper dran und wir werden hier die roten Ringe, die wir zum Vernetzen brauchen, etwas herauszupfeln. Jetzt drehe ich den Rahmen herum, damit ich die Flügel besser dran machen kann. Hier oben an der Nadel, wo der Flügel dran hängt, sollten 4 Ringe sein. Diese werden wir hier an der Schulter dranhängen. Jetzt ziehen wir etwas am Flügel und setzen den roten Ring zum Vernetzen an den dritten Ring von hier. Also von dem Schulterstift 3 runter. Dann für die andere Seite genauso, da setzen wir die 4 Ringe auf den Schulterstift. Und den roten Ring zum Vernetzen auf den dritten Ring. Jetzt können wir die Augen noch drauf machen.
Die werden auf beiden zweiten Stiften von oben rechts und links draufgesetzt. Der Schnabel kann auch dran, der kommt vom dritten auf den dritten, links und rechts. Jetzt setzen wir noch ein paar einzelne Ringe drauf, die zum Halt dienen, hier oben über die Augen wie in einem Dreieck draufsetzen. Und dann einen noch um den Schnabel herum. Jetzt werden wir den Schwanz dran machen, den werden wir am unteren mittigen Stift dran setzen. Jetzt fangen wir wieder an, mit der Nadel Tränen zu machen, indem wir überall die unteren zwei Ringe über die Stifte auf den nächsten ziehen. Da fangen wir in der Mitte dann an und erstmal eine Träne nach oben machen, dann gehen wir wieder in den Stift rein und machen einen nach links. Dann gehen wir wieder zurück und die letzten zwei rüber nach rechts. Dann machen wir dort erstmal weiter und machen die ganze Reihe Tränen. Und immer die unteren zwei Ringe nehmen. Jetzt machen wir noch die andere Seite, machen weiterhin Tränen. So, jetzt noch die mittige Reihe. Jetzt sind alle am Kinnstift angekommen, dort gehen wir dann mit der Nadel rein, ziehen die unteren zwei rüber auf den nächsten Stift. Dann wieder in den Kinnstift rein und eins nach rechts machen. Dann einen noch nach links. Und jetzt machen wir die Seiten, erstmal die rechte Seite bis ganz nach oben. Dann noch die linke Seite. Am Ende könnt ihr immer alles abchecken, indem ihr schaut, ob ihr überall tränenartige Formen gemacht habt. Hier noch die mittige Reihe. So, überall wurden Tränen gemacht, jetzt können wir oben in den Stift einen Ring durchziehen und einen Knoten machen. Wenn ihr es etwas fester machen wollt, dann könnt ihr auch zwei Ringe anstatt einen nehmen. Dann nehmen wir alles vom Rahmen ab. Am Ende können wir die Augen auch noch etwas zurechtzupfen. Die Augen sind ziemlich wichtig, um einen bestimmten Blick zu kreieren. Dann schaut ihr überall, ob alles richtig sitzt und wenn nicht, dann könnt ihr etwas an den Ringen ziehen und biegen, bis alles sitzt. Wenn ihr ihn zum Sitzen bringen wollt, dann könnt ihr da hinten noch eine Klammer dazu machen. So, hier sind die Papageien. Ich hoffe, sie gefallen.